Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis kocht. Teil 3 des Vorbereitungsspecial. Endlich ist es Mittagszeit. Und wir machen heute eine Pasta Pesto mit Hähnchen. Ein Klassiker bei uns, den alle Jungs lieben. Viel Spaß damit. Als erstes starten wir mit dem Nudelteig. Ich mische immer ganz gerne Nudelgrieß und ganz normales Mehl. Das macht die Nudel einfach griffiger und es ist einfacher, sie al dente zu kochen. Dazu kommt noch eine Prise Salz und ein ganz kleiner Schuss Olivenöl. Das Ganze wird jetzt ordentlich durchgeknetet. Dafür braucht man keine Maschine, das kann man ganz locker und einfach mit der Hand machen. Wenn man merkt, dass der Teig zu trocken ist und sich nicht optimal verbindet, dann gibt man einfach noch mal einen kleinen Schuss Olivenöl dazu. Den Teig stelle ich jetzt kurz in den Kühlschrank, damit er ein bisschen ruhen kann, so 10-15 Minuten. Als nächstes machen wir unser Pesto. Es ist kein klassisches Pesto, weil wir meistens, vor allen Dingen wenn wir es mittags machen, den Knoblauch und die Zwiebeln weglassen. Das hat den Vorteil, dass der Bauch nicht so bläht und der Magen nicht so viel zu arbeiten hat. Nicht, dass hinterher einer auf dem Platz Probleme hat und noch schneller rennt als sonst. Ich zupfe vom Basilikum die Blätter ab. Den Basilikum kann man am besten versuchen, ein bisschen einzurollen, weil dann hat man ihn einfach besser in der Hand. Wir nehmen unser Messer und schneiden den Basilikum runter. Als nächstes nehmen wir den Rucola. Würde ich das Ganze mixen, könnte ich den Strunk mit reinwerfen, weil dann würde er ganz fein gemahlen. Dadurch, dass wir es aber nur schneiden, wäre der Strunk hier nicht schön, weil er einfach zu hart ist und zwischen den Zähnen hängt nachher. Die Pinienkerne sind geröstet. Und die zerdrücken wir jetzt nur noch ein bisschen mit dem Messer, damit sie ein bisschen kleiner sind. Die geben wir dann einfach hinzu. Als nächstes kommt der Parmesan. Den Parmesan nehme ich einfach gerieben mit unter die Masse. Dann kommt natürlich etwas frischer Pfeffer dazu, ein bisschen Salz und Olivenöl. Nun wird das Ganze durchgerührt. Jetzt kann man am besten sehen, ob sich das Ganze wunderbar miteinander verbindet oder ob man vielleicht auch hier noch einen Schluck Olivenöl braucht. Zum Schluss schmecken wir das Ganze noch mit einem Spritzer Zitrone ab. Und fertig ist unser Pesto. Und wenn man Champignons hat, gerade wenn man Bio-Qualität kauft, ganz oft ist hier zwischendrin noch Erde. Die einfach rausmachen oder mit dem Messer rausnehmen. Als nächstes machen wir das Hähnchen. Da wir das Hähnchen klein schneiden für ein geschnetzeltes, nehme ich als erstes die Haut runter. Denn die Haut können wir in dem Fall nicht knusprig braten und es würde dann einfach nicht schmecken. Die Haut kann man einfach mit den Fingern abziehen. Die Brust schneide ich hier am Knochen ab und schneide sie dann in schöne Stücke runter. Die Stücke schneiden wir bewusst nicht zu klein, weil sonst würden sie einfach untergehen, sondern wir wollen schon, dass man auch das Hühnchen vernünftig schmeckt. Während unser Hühnchen jetzt in der Pfanne brät, kümmern wir uns um den Nudelteig. Das erste Mal geht natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die Maschine natürlich eine viel kleinere Öffnung hat, als der Teig ist. Deswegen muss man den Teig immer wieder durchlassen. Und ganz wichtig ist, dass man ihn auf jeder Stufe mindestens zweimal durchrollt, weil sich der Teig beim ersten Mal immer noch so ein bisschen zusammenzieht. Ich rolle den Teig am liebsten immer bis Stufe 6 aus. Die Maschinen sind eigentlich fast immer alle gleich, denn bei 6 hat man sie wunderbar dünn, aber nicht so dünn, dass sie direkt verkochen, sondern dass sie noch bissfest bleiben. Wenn man beim Teig kleine Fransen hat, dann kann man die einfach abschneiden und begradigen. Unser Hühnchen hat mittlerweile auch Farbe genommen und da gebe ich jetzt die Champignons dazu. Um die Nudeln zu schneiden, nehmen wir jetzt einen anderen Aufsatz. Da das frische Nudeln sind, brauchen die natürlich nicht lange im Topf. Und vor allen Dingen dadurch, dass sie so dünn sind, brauchen sie wirklich nur maximal 1 Minute kochen und dann sind sie auch schon gar.
Die Nudeln nehme ich aus dem Topf und gebe sie direkt in die Pfanne. Dazu geben wir jetzt unser Pesto, weil dann wird es ein bisschen warm und der Parmesan kann so ein ganz klein bisschen schmilzen. Das einfach. Das ist unser Pasta Pesto Chicken. Ein optimales Essen nach dem Sport, denn wir haben Kohlenhydrate, wir haben Proteine und wir haben frische Vitamine durch die Kräuter. Ideal für die Regeneration und damit die Speicher schnell aufgefüllt werden für die nächste Trainingseinheit. Viel Spaß damit und probiert es gerne aus.